Heute gucken wir uns gemeinsam die chinesische Flive-Version an. Die Chinesen haben schon seit Flive in China existiert, ihre eigene Spielversion, die sich gänzlich anders entwickelt hat als unsere eigene. Soweit ich weiß, hat da auch Gala überhaupt keinen Einfluss mehr. Der Entwickler ist ein anderer, der Publisher ist ein anderer. Das heißt, es gibt zwar einige Übereinstimmungen, sehr viele sogar, vor allem was die Grafik angeht und andere Aspekte wie Items zum Beispiel, aber das Spiel selber hat sich wirklich in eine komplett andere Richtung entwickelt und man kann wirklich sagen, es ist ein anderes, komplett anderes Spiel und das wollen wir uns heute mal zusammen genauer angucken, wo so die Unterschiede liegen, wo die Gemeinsamkeiten und vor allem, wie es einfach aussieht. Unser erster Halt ist die Website ff.163.com. Klingt jetzt vielleicht komisch, aber das ist tatsächlich in China gar nichts Ungewöhnliches, dass Webseiten überwiegend oder sogar nur aus Zahlen bestehen, also die URL nur aus Zahlen besteht. Das ist wirklich nichts Ungewöhnliches, das ist da eigentlich ganz normal. Und ich will hier auch gar nicht mit Flive Universe vergleichen oder generell auch mit Flive PC nicht. Aber was ich einfach sagen muss, ist, hier kriege ich einfach so ein bisschen Nostalgie-Feeling tatsächlich, weil das so eine klassische Homepage ist, wie sie früher Flive auch hatte. Und irgendwie vermisse ich diese Zeit, weil Flive Universe hat eine schreckliche Homepage. Sie ist unübersichtlich, sie ist einfach fast nicht existent, also sie wird kaum gepflegt und benutzt. Ja, das war es eigentlich schon. Mehr können wir über die Flive Universe Homepage wirklich nicht sagen. Sie ist einfach grottenschlecht. Sie bietet einfach nichts im Endeffekt. Und bei der Flive PC Website sieht es leider genauso aus. Früher war sie relativ gut. Man hatte eine Rangliste, man hatte sogar Guides, man hatte ein Glossar, wo Begriffe vom Spiel erklärt wurden. Begriffe, die es auch teilweise nur in Flive gibt. Ja, also einfach so ein paar hilfreiche Sachen, wenn man so als Neuling sich so ein bisschen durchklicken will, ohne sich jetzt direkt das Game runterladen zu müssen oder sonst was. Dass man einfach so ein bisschen ein Gefühl dafür kriegt, okay, was geht denn hier so ab? Da bieten die aktuellen Homepages sowohl von Flive Universe als auch von Flive PC einfach absolut überhaupt keinen Mehrwert. Ohne sich das Spiel runterzuladen oder sich zu registrieren, hast du keine Ahnung, was da eigentlich abgeht. Hier hast du halt wirklich so klassische Screenshots von den Klassen. Wie sehen die Klassen aus? Du kannst dir hier Informationen von den Klassen angucken. Gut, die Artworks zugegebenermaßen, die erinnern jetzt nicht wirklich an Flive. Also ich meine, das hier ist einfach straight up Sword Art Online gefühlt. Kann ich euch auch nicht erklären, warum das so ist, ja, aber wenn man sich dann die Screenshots anguckt, erkennt man, okay, doch, es ist tatsächlich ein Flive-Charakter, der hier trägt zum Beispiel ein Alice-Set offensichtlich und sieht fast ein bisschen wie ein Guardian-Stuff aus. Ja, also dann erkennt man, dass es Flive ist, aber so von den Artworks würde man jetzt denken, was zum Teufel ist das? Das ist ganz sicher nicht Flive. Die Videos können wir uns leider zu den Klassen nicht angucken, das finde ich sehr schade, aber das geht nur mit Flash-Player und Flash-Player, ja, benutzt man nicht mehr, aber in China anscheinend schon. Als nächstes kommen wir zu ein paar Videos. Sorry für die schlechte Qualität der Videos. Teilweise kann man sich hier auf den Webseiten leider nicht anmelden von Europa aus, deswegen ist die Qualität deutlich schlechter. Das liegt daran, dass man sich nur mit einem Konto die höherwertige Qualität angucken kann. Also es ist quasi wie YouTube, lässt dich nur 1080p gucken, wenn du ein Konto hast. Wenn du kein Konto hast, dann kriegst du nur 240 oder 360p. Wenn du Glück hast, vielleicht mal 480. Und das war's. Das heißt, das ist einfach das Ding. Sorry dafür, aber ich kann es leider nicht ändern. Ist jetzt aber nur auf der Website. Ich habe noch eine andere Website, da kann ich mich tatsächlich anmelden. Und da haben wir ein bisschen bessere Grafik, allerdings auch noch 720p, weil auch da 1080p restricted ist. Und genau. Warum dieses Video hier ganz interessant ist, davon gibt es 1000 verschiedene. Das ist jetzt tatsächlich eins der langweiligeren, aber es ist eins der einzigen, die überhaupt nicht komplett verpixelt sind auf 480p. Und warum ich euch das jetzt zeigen will, ist einfach, weil, und das sieht man wie gesagt in sehr vielen anderen Videos, auch hier im Hintergrund diese ganzen Fluginseln, die wir alle gar nicht haben, das ist zum Beispiel die Kirche in St. Morning, die ist hier auf einer extra Fluginsel quasi verfrachtet worden. Und was man hier einfach sieht anhand der Animationen, anhand der Effekte des Fluggeräts, generell wie die ganze Map aufgebaut ist mit den verschiedenen Elementen, die alle in der Luft sind und alles miteinander irgendwie über so Inselsysteme verbunden ist. Ja, ist so eine richtige Festung, die aus einzelnen Inseln besteht. Und das ist halt wirklich der Kernaspekt, der eigentlich damals im Hintergrund von Flive stand, Fly for Fun. Es war angeblich, ich meine, ich habe damals war ich 9 Jahre alt, deswegen kann ich das nicht sagen, 7 bis 9, je nachdem, wann man misst, war angeblich das erste MMORPG, wo man sich auf ein Fluggerät hocken konnte und komplett frei durch die gesamte Welt fliegen konnte. Das haben sie damals behauptet. Ehrlich gesagt glaube ich auch, dass es stimmt, weil Flive wurde zum Beispiel vor World of Warcraft released. Ich weiß nicht, ob man damals in World of Warcraft schon rumfliegen konnte, keine Ahnung. Ob es da schon Mounts und so weiter gab. Aber ich denke, Flive war tatsächlich das einzige, oder zumindest das einzige Free-to-Play-Game, was das damals ermöglicht hat. Und man sieht hier bei den Chinesen einfach, sie legen extrem großen Wert darauf, dass das Fliegen geil aussieht, dass es geile Animationen gibt und dass es
tonnenweise. Und ich rede hier nicht von 50 oder 100, ich rede hier von 55.000 Fluggeräten. Also die Zahl habe ich mir gerade ausgedacht. Aber es gibt wirklich unfassbar viele verschiedene Fluggeräte. Es gibt Drachen, es gibt Eisdrachen, es gibt Feuerdrachen, es gibt Pegasus, Ponys, es gibt Robben, es gibt Delfine, es gibt Eulen, es gibt die krankesten Fluggerät-Mounts, Pferde, einfach alles, ja. Du denkst dir irgendwas aus, worauf du sitzen und fliegen kannst und es existiert im chinesischen Flive als Fluggerät. Und das ist einfach nur freaking insane geil. Ein Beispiel wäre hier dieses Video, das ist jetzt leider wieder in sehr schlechter Qualität, aber ich denke, ihr versteht, was ich meine. Es ist einfach freaking insane. Ich weiß gar nicht, was das sein soll. Ein riesiger fliegender Vogel, der extrem krass leuchtet. Und das ist einfach ein Fluggerät bei denen. Also ich meine kein Fluggerät, in dem Fall ist es halt ein Flugtier oder ein Flugmount, keine Ahnung. Aber ja, die Animationen sind einfach viel cleaner. Es hat super coole Effekte. Kommt jetzt nicht ganz so gut zur Geltung, weil wir eben ja, hier leider sehr schlechte Qualität haben. Aber ihr seht schon, allein wie der Charakter auf das Flugmount aufspringt. Die Animation davon ist super clean. Einfach ein Salto nach vorne und du fliegst direkt los. Also einfach hammergeil. Und ich wünschte, das würde bei uns auch so oder so ähnlich aussehen. Auch die Welt, wenn man sieht, wie lange und wie schnell die hier fliegen, ist gigantisch. Der fliegt hier einfach mal so ein riesiges Stück und das ist nur ein ganz kleiner Teil der Map. Also gefühlt ist jede Map von denen doppelt so groß wie das Astria in Flive Universe. Für jeden, der jetzt irgendwie Zweifel hat, hey, das ist doch nicht Flive oder so, es ist schwer zu erkennen, ja. Allein schon vom Interface her und so ist alles wirklich ein bisschen anders. Die haben sehr viele Designs. Also wenn man sich jetzt unten mal die Action Bar anguckt mit der XP, den Items, den Skills und so weiter und so fort, man erkennt eigentlich nahezu gar nichts wieder, außer so diesen 200 MP Refresher, Kimbap. Da im Inventory hat er diesen NPC Wand, der das gleiche Design hat wie der Historic Wand, einfach nur in einer anderen Farbe und so weiter und so fort. By the way, ich habe keine Ahnung, was der Typ hier gerade in dem Video macht. Ich wollte einfach nur ein Video haben, wo ich das Interface ein bisschen in Ruhe erklären kann, ohne dass auf dem Bild zu viel abgeht. Und ihr seht schon, es hat die gleichen Kernelemente wie Flive PC oder wie Flive Universe oder was auch immer. Das heißt, die gleichen Icons, die gleichen Hintergründe. Auch hier der Boden ist gleich, die Häuser sind gleich. Sogar diese Axt von den Schmieden ist hier. Also die ganzen Kernelemente, die das Spiel damals schon hatte, die sind quasi hier mit eingearbeitet. Aber wenn ihr euch dann die Skills anguckt, also hier, was er auf F1, F2, F3, die ganzen Icons, du erkennst nichts wieder. Da ist nicht eine einzige Fähigkeit dabei, die ich kenne. Gut, ich weiß in dem Fall tatsächlich auch nicht, welche Klasse das ist, wahrscheinlich ein Mage. Aber ja, komplett eigene Icons, komplett neue Fähigkeiten und vor allem das Gameplay, das würde euch wahrscheinlich aus den Socken hauen, weil das ist wirklich komplett anders als bei uns. Da müsste man sich wahrscheinlich erstmal extrem dran gewöhnen, aber so viel mal zum Interface und so viel zu der Herkunft. Also ja, das ist durchaus Flive, glaubt es mir ruhig, aber es ist schwer zu erkennen. Von extrem gewöhnlich springen wir auf extrem außergewöhnlich. Wir haben hier, ich glaube, es ist sowas wie ein Gilden-Raid. Auch schon ganz gut so ein bisschen, wenn ihr mal unten auf die Fähigkeiten achtet, der drückt hier die ganze Zeit irgendwelche Fähigkeiten. Er drückt die ganze Zeit irgendwelche Tasten. Er drückt nicht alle Fähigkeiten, keine Frage. Wird vermutlich einen Grund haben. Und ja, das ist schon mal das, was sich im Gameplay ein bisschen unterscheidet. Wir haben jetzt hier natürlich nicht so wirklich die Nahaufnahme von seinem Charakter, was er so wirklich macht. Ja, das stimmt. Das sehen wir in einem anderen Video nochmal vielleicht ein bisschen besser. Aber ich wollte einfach nur mal zeigen, was es hier einfach so gibt. Ich meine, das sind einfach fahrende Panzer, die sie jetzt zusammen angreifen. Also das ist irgendwie so ein Belagerungsmodus. Vielleicht gegen eine andere Gilde, wer schneller ist oder keine Ahnung. Aber einfach nur hammergeil. Die haben einfach fahrende Panzer. Zieht euch das rein. Was passiert hier? Was passiert hier? Oh mein Gott, das ist einfach so freaking crazy. Und ihr seht hier auch noch ein paar Fluggeräte. Dieser riesige Drache, der dem einen Typen da hinterher fliegt, ja, das sind irgendwie noch so zusätzliche Begleiter, die man haben kann. Es ist einfach nur wild, ja. Ich habe keine Ahnung, was hier passiert. Selbst wenn ich Chinesisch könnte, würde ich es wahrscheinlich nicht verstehen. Aber es sieht einfach so freaking cool aus. Es sieht einfach spannend aus. Es sieht gut ein bisschen flashy aus. Wahrscheinlich würden wir Effekte deaktivieren, damit man ein bisschen besser was erkennen kann. Das ist keine Frage. Also das wäre das Erste, was ich tun würde. Erstmal Effekte deaktivieren, damit ich überhaupt irgendwas erkennen kann. Keine Ahnung, warum der Typ das nicht gemacht hat, der das Video gemacht hat. Aber ja, ich finde es einfach super cool, mal was ganz anderes von Flive zu sehen. Und jetzt gerade erkennt man eigentlich... Achso, das ist übrigens, was ich noch gar nicht erwähnt habe. Schaut mal ganz oben links, das Character-Icon. Ja, das ist auch sowas, ich finde es so lustig. Das Game ist komplett anders von den Designs her, von den Effekten her und so weiter und so fort. Viel cooler. Ja, jetzt kämpfen sie, glaube ich, gegen die andere Gilde tatsächlich, oder? Also es ist doch so eine Art Guild War irgendwie. Falls das echte Spieler sind, aber es sieht so aus, als wären das echte Spieler.
Genau, die einen belagern quasi und die anderen verteidigen irgendwie so. Also einfach nur freaking crazy. Zieht euch das rein. Die haben da jetzt einfach Panzer durch dieses Burgtor gefahren und jetzt stürmen die diese Burg und polieren sich gegenseitig die Fresse. Das ist doch, what is happening, man? What in the world is happening? Und ich sehe auch kaum noch rote Namen. Entweder haben die gerade einfach vernichtend besiegt oder ich habe keine Ahnung, was gerade passiert ist. Da wurde gefühlt nicht so viel gekämpft. Ja, da hinten stehen noch welche. Ach so, die sind noch hinter so einer zweiten Belagerungswelle anscheinend. Ich fühle mich gerade wie so ein Sportkommentator, der irgendeinen chinesischen Sport kommentiert, den er noch nie in seinem Leben gesehen hat. Ja, aber zurück zum Commentary. Also wie gesagt, ich finde es einfach super cool, dass es hier einfach komplett verschiedene Modi gibt, die wir noch nie gesehen haben, die wir uns nicht mehr in unseren kühnsten Träumen vorstellen könnten. Hat sich schon mal irgendjemand vorgestellt, hey, stell dir vor, es gäbe ein Guild War, wo die eine Gilde eine Burg verteidigt und die andere Gilde fährt Panzer aus der Burg und dann kämpfen die Panzer gegeneinander und greifen sich gegenseitig an. Nein, ich auch nicht, aber ich wünschte, wir hätten es. In diesem Video hier sehen wir jetzt vielleicht nochmal ein bisschen besseres Solo-Gameplay, weil hier sind jetzt nicht so 5000 Leute aufeinander. Und wir sehen jetzt auch nochmal diesen Begleiter, diesen riesigen Drachen, den ich vorher erwähnt habe. In dem Fall ist es irgendwie so ein dreiköpfiger Totenkopf. I don't know. Ja, aber auch hier haben wir wieder ein bisschen PvP-Gameplay. Tatsächlich sind die allermeisten Videos von den Chinesen tatsächlich PvP. Aber so erkennt man tatsächlich ganz gut, wie die einfach ganz anders agieren. Also man sieht schon, die Charakter werden wirklich so lange gesteuert, bis du einen Gegner direkt vor der Nase hast und dann werden Skills gesmashed. Ja, da macht keine Auto-Attacks. Gut zugegeben, in Flive bei uns ist tatsächlich auch so, dass man vermehrt, ja, tatsächlich Fähigkeiten im PvP benutzt und so. Da ist jetzt auch nicht unbedingt Auto-Attack-Spamme pur. Ja, aber das PvE-Gameplay sieht tatsächlich genauso aus. Ja. Also das Gameplay ist generell eigentlich das gleiche für PvE und PvP. Du benutzt einfach diese Fähigkeiten und kämpfst gegeneinander. Was man natürlich auch schon deutlich anders hat, ist hier diese Schadenszahlen, Heilungszahlen und was auch immer. Also Heilung ist grün, bin ich mir ziemlich sicher. Schaden ist rot. Ich bin mir nicht ganz sicher, was blau ist. Vielleicht Damage over Time oder so. Und ja, das ist natürlich ein bisschen anders. Ich meine, natürlich, das ist ein komplett anderes Spiel. Es hat sich jetzt die letzten 15 bis 20 Jahre in eine komplett andere Richtung entwickelt. Also es sieht einfach komplett anders aus. Das Einzige, was man wirklich erkennen kann, gut, abgesehen davon, dass die Videos ein bisschen puffern, weil es einfach aus China geladen wird, ist halt die Charakter. Die Charakter sehen 1:1 aus, die könnten jetzt auch in Flive Universe online gehen und da einfach mit den gleichen Charaktern rumlaufen. Du würdest einfach sagen, jo, passt, der gehört zu uns. Zwecks Animationen kann man sich dieses Video noch geben. Ich weiß zwar nicht genau, was das ist, wo der gerade drin stand, aber wie gesagt, die Animationen sind einfach top-notch. Das Fliegen ist top-notch. Es sieht hammergeil aus, selbst in 480p. Es sieht so viel smoother aus, die Fluggeräte sehen besser aus, die Monster sehen cooler aus, die Welt sieht etwas lebendiger einfach aus, ja, und auch einfach so riesig gefühlt. Ich meine, vielleicht wirkt das nur so, vielleicht fliegen die absichtlich so lange Strecken, wie es nur irgendwie geht in diesen Videos, ja. Aber ich finde es einfach nur freaking cool. Es gibt auch irgendwie so eine Insel, wo nur Vögel drauf sind gefühlt. Das ist die, wo der die ganze Zeit drumherum hängt. Und ja, it's beautiful. Zu guter Letzt haben wir dann noch den PvE-Aspekt. Wir haben ja einen vermutlich Elementor, auf jeden Fall einen Magier, der durch irgendeinen Solo-Dungeon läuft, oder ich weiß nicht, ob es speziell ein Solo-Dungeon ist, jedenfalls ist es auf jeden Fall ein sehr großer Dungeon. Ich habe schon einen Teil geskippt. Was ich hier nämlich noch zeigen wollte, ist, der nimmt nämlich auch seinen gesamten Browser mit auf. Und lustigerweise ist das 2021 und er hat noch Windows 7. Das ist einerseits irgendwie lustig. Und das andere ist, dass er auf jeden Fall mit mindestens 5 Flive-Fenstern spielt. Ja, weil er hat hier unten in der Taskleiste 5-mal Flive offen. Und das heißt, auch das ist sehr ähnlich wie bei Flive PC oder halt Flive Universe. Man geht mit mehreren Charaktern online. Also das finde ich besonders lustig, dass das ein Aspekt ist, den wir hier in Flive Universe haben, in Flive Online, Flive PC, wie auch immer, schon damals und heute. Und jetzt halt im chinesischen Flive auch nochmal, dass man da mit mehreren Charaktern am Start ist. Interessant an dem Dungeon ist, erstens mal finde ich ein ganz cooles Design. Da liegen nämlich lauter Knochenstücke am Boden. Das heißt, es sieht so aus, als wären hier quasi lauter Helden schon gescheitert und gestorben. Der macht hier, wie gesagt, mehr so einen Lootboxen-Run so ungefähr. Genau. Und kämpft jetzt aber gleich noch, und da sehen wir noch ein ganz kleines bisschen PvE-Gameplay. Es ist tatsächlich echt schwer, PvE-Gameplay zu finden, kann ich euch sagen. Weil aus irgendeinem Grund die Chinesen stehen wohl total auf PvP oder PK, oder zumindest laden sie vor allem sehr gerne, da haben wir by the way gerade Blinkpool gesehen, vor allem laden sie gerne Videos davon hoch, ja. Und deswegen findet man fast nur PvP-Videos.
Wenn ihr noch einen zweiten Teil davon haben wollt, kann ich noch mal ein bisschen tiefer suchen, aber es ist tatsächlich echt gar nicht so, ja, einfach zu finden. Und jetzt spawnt hier dieser Ares, glaube ich. Also ich glaube, das ist jetzt der Gegner, gegen den er gleich kämpfen muss. Und das finde ich auch ganz cool. Es gibt Gegner in chinesischen Fly in den Dungeons. Das sind quasi Charakter. Ja, also ich bin mir gerade nicht sicher, ob der Typ ein bisschen Bug used und den Charakter und den da mit Absicht da hinten stehen lässt. Auf jeden Fall sind die Animationen der Skills anders. Ganz andere Skills auf jeden Fall. Und schaut euch den Gegner mal an. Das ist einfach ein Ranger mit einem Historic Bow und einem Brantos-Set. Und das ist der Gegner. Und ja, ich meine, klar, es ist jetzt nur, es ist auch so ein spezieller Dungeon, glaube ich. Das liegt auch ein bisschen daran, vermutlich, dass es jetzt dieser Gegner ist. Aber allein schon auf diese Idee zu kommen, gegen so einen Charakter mal zu kämpfen, als PvE-Gegner, finde ich schon irgendwie auch ziemlich funny und ziemlich cool. Gab es so, soweit ich weiß, zumindest auch noch nie in den westlichen Flive-Versionen. Die Skills vom Mage sehen auch hier hammergeil aus. Wobei gut, die sehen jetzt bei Flive Universe oder Flive PC jetzt nicht unbedingt sehr viel schlechter aus. Nur halt anders. Und das beendet unseren kleinen Rundtrip hier durch die chinesische Flive-Landschaft. Die Blinkwing-Animation ist tatsächlich auch die gleiche. Und was ich jetzt hier noch kurz zeigen will, ist, wenn er sich in die Stadt portet, wie groß das einfach immer aussieht. Also ich weiß nicht, ob das wirklich taktisch einfach so platziert wurde alles, aber schaut euch das einfach mal an, wie groß das einfach wirkt. Ja, die ganze Welt. Ich meine, da ist nichts. Das ist jetzt einfach nur Stadt mit viel mehr Platz. Also man sieht es auch auf der Minimap, wie langsam er sich bewegt, ja, und wie groß die Gebäude sind und so. Und ja, ich meine, in dem Fall sind es natürlich hier wenige Leute da, wobei man jetzt auch nicht weiß, welcher Channel ist das, ja, welches Gebiet ist das, ist das überhaupt eine große Stadt oder ist das eine kleine Stadt? Aber ich finde das einfach super cool, ja. Und mal einfach so einen ganz anderen Flive-Einblick zu sehen. Und ich finde, es wirkt irgendwie so, als hätten sie Flive genommen, in eine andere MMO-Engine geworfen, aber die gleichen Aspekte beibehalten. Das heißt, die gleichen Grafikelemente, die gleichen Charakterelemente, die gleichen Items und so weiter und so fort, aber hätten einfach quasi ein anderes Kampfsystem, eine andere, wie gesagt, eine komplett andere Aufmachung des Spiels gewählt, aber halt mit den gleichen grafischen Elementen. Chat sieht genauso aus, gleiche Farbe von dem Shout-Chat, vermute ich mal, ist das. Ja, wie gesagt, die Kacheln am Boden, die Häuser, die NPCs, alles gleich. Die Charakter sehen extrem ähnlich aus. Klar, die haben natürlich ein bisschen andere CS-Sets. Die Waffen sind ähnlich und so weiter und so fort. Ich finde das einfach super, super cool. Und ich würde es gerne mal spielen. Das wiederum wird aber fast unmöglich sein. Das ist extrem schwierig. Und ich denke nicht, dass das jemals passieren wird. Aber interessant ist es allemal. Und hier wünsche ich mir tatsächlich, dass sich Flive Universe vielleicht von den Chinesen ein bisschen was abguckt oder klaut, wenn man es ganz einfach mal beim Namen nennt. Weil wir haben jetzt natürlich nur einen Bruchteil dessen gesehen, was es dort gibt. Aber ich finde, das allein reicht schon. Das mit den Fluggeräten, das mit den Mounts, das mit diesen Drachen und so weiter und so fort, ja, die einem da hinterherfliegen oder auf denen man auch reiten kann und so. Das alles sind Elemente. Also wenn du die in Flive Universe packst, dann GG. Also ich meine, dann wird das Game einfach nur hammergeil, noch viel besser. Und Optik, Grafik, beziehungsweise solche Elemente wie eben cool aussehen, ja, und ein cooles Fluggerät haben. Sowas ist den Leuten in Flive PC auch extrem wichtig oder in Flive Universe. Und deswegen macht es keinen Sinn, dass man das jetzt hier auf dem China-Server so extrem penetrant ins Gesicht geworfen bekommt und dann denkt man, unsere Version denkt sich, irgendwie fehlt uns das. Und ja, es fehlt uns. Irgendwie schon. Vielleicht ist es hier und da ein bisschen übertrieben, keine Frage, aber es ist trotzdem cool. Was ich auf jeden Fall sagen kann, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, dieses Video zu machen. Auch wenn es jetzt vielleicht gerade nicht so wirkt, aber es ist sehr spät oder sehr früh, je nachdem, wie man es sieht. Ja, ich hatte wirklich viel Spaß, mir diese Gameplays anzugucken. Ich bin total fasziniert davon, dass es quasi ein Flive gibt, das wir gar nicht kennen, mit so vielen Elementen, so vielen Aspekten. Die Welt sieht so riesig aus. Also ich wünsche mir so sehr, dass sich Flive Universe oder Flive PC davon nochmal eine Scheibe abschneiden und ganz ehrlich, das einfach schamlos klauen zum Teil. Ja, die Fluggeräte, diese Flugmounts, einfach, dass du auf so einer Eule sitzt oder auf einem Drachen mit wirklich Schwingen, wie bei World of Warcraft oder anderen Top-MMOs, dass es das bei Flive tatsächlich gibt, nur halt nicht bei uns. Das ist wieder so typisch, ja. Gefühlt die besten und coolsten Elemente. Also ich sag mal so, vom Gameplay her muss ich sagen, es sieht sehr clunky aus und ich glaube, wir haben das bessere Gameplay. Aber designtechnisch, was die Welt angeht, was die
CS-Effekte angeht, was die Skill-Effekte angeht, was einfach alles angeht. Ich meine, ihr habt die Skill-Effekte von dem Elementor oder Magier gesehen, die waren einfach clean. Das war kein Sandstorm, wo du, gut, es war nur ein Monster, gegen das er gekämpft hat, zugegeben, aber das war kein Sandstorm, wo deine FPS von 80 auf 10 einbrechen, wenn du 40 Mammuts damit triffst, einfach nur, weil es so unfassbar schlecht oder einfach überhaupt nicht poliert wurde und einfach die alten Effekte von 2004 aufgespielt wurden, ohne da jemals drüber nachzudenken, oh, sollten wir vielleicht nicht mal einfach eine neue Animation machen, weil die alte Animation das Spielgefühl zum Abstürzen bringt. Solche Sachen, das wäre halt wirklich ein Traum. Wie immer halt, the best of both worlds. Ich sage nicht, dass wir das China-Flive kriegen sollen. Also ehrlich gesagt wäre es cool, einfach um es auszuprobieren. Ich meine, ich kann es jetzt nicht so wirklich beurteilen, ich habe es da nicht selber gespielt, ich habe nur Videos davon gesehen. Es wäre schon cool, es auf jeden Fall ganz zu haben, aber das Beste wäre wahrscheinlich, wenn wir uns einfach die Top-Elemente von denen nehmen, klauen, und das wären für mich auf jeden Fall die Effekte, die Mounts und das World-Design, einfach besseres World-Design, das mit der Burg, die Häuser, alles so groß, ein paar Bäume gab es bei denen, die es bei uns gar nicht gibt. Es gibt auch eine Insel-Map, die habe ich jetzt in dem Video tatsächlich, glaube ich, nicht gezeigt. Das ist so ein bisschen wie die Koralleninsel, aber anders. Und einfach so ein bisschen die World-Designs, so ein bisschen einfach, ja, klauen, ganz ehrlich. Ja, ich meine, Gala muss ja in irgendeiner Form trotzdem noch Kontakt zu denen haben, I guess. Und da muss ja irgendwie was möglich sein, sage ich mal. Weil teilweise wirkt unser Flive extrem langweilig gegen das, was ich jetzt gesehen habe. Ich sag nur die PK-Schlacht mit den Panzern und der Burg zum Einnehmen. Also das war so freaking cool. Also da hätte sogar ich vielleicht wieder Lust auf PK, muss ich sagen. Also, oder PvP besser gesagt. Also, ach, ich weiß nicht. Wie gesagt, lasst gerne einen Kommentar da. Dann mache ich nochmal so ein Video in der nahen Zukunft. Vielleicht diesmal von Bilibili. Das wäre super cool. Und ansonsten sage ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Lasst wie gesagt ein Like, Kommentar, ein Abo da. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, haut rein. Ciao, ciao. Und schaut im Stream vorbei. Link in der Videobeschreibung.